Hey, weniger essen, schneller abnehmen. Das Gegenteil passiert, wenn wir zu viele Kalorien streichen. Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und willkommen. Ja, zurück auf meinem Kanal. Kennt ihr das? Ihr zählt Kalorien, ihr macht Sport und trotzdem bleibt die Waage stur. Ihr verliert keinen Zentimeter, die Kleidung sitzt genauso eng und ihr fragt euch, warum klappt es bei mir nicht? Und glaubt mir mal, ich weiß, wie frustrierend das ist und kenne das Gefühl, wenn es nicht weitergeht, obwohl man ja angeblich alles richtig macht. Aber manchmal sind es mini Fehler. Was mir am Anfang nicht so klar war, zu wenig Essen kann das Abnehmen bremsen. Ja, es klingt verrückt, weil wir eigentlich immer denken, hey, weniger essen, schneller abnehmen. Und wir haben oft das Gefühl, Kaloriendefizit ist der Schlüssel. Und es ist auch so, wir müssen in ein Defizit, um abzunehmen. Aber die Grenze ist manchmal sehr schwer zu finden. Ne? Zu viel, zu wenig. Das Gegenteil passiert, wenn wir zu viele Kalorien streichen, weil der Körper denkt, okay, wir sind gerade in einer Hungersnot, jetzt muss ich die Energie sparen. Das heißt, der Stoffwechsel wird langsamer, das Abnehmen stockt und egal, was wir machen, also egal, wie hart wir trainieren, wir werden nicht abnehmen. Wir werden einfach keine Fortschritte mehr sehen. Es geht am Ende nicht darum, wahllos irgendwelche Kalorien zu streichen, sondern den Körper wichtige Nährstoffe zu geben, wie Eiweiße, Proteine, komplexe Kohlenhydrate, gesunde Fette. Wir fühlen uns automatisch irgendwann auch schlapp und müde, wenn wir nicht gut genug essen oder wenn wir nicht die wichtigen Nährstoffe haben. Sport alleine reicht nicht aus. Das ist eine bittere Wahrheit und leider ist es wirklich wahr, denn kennt ihr das? Man trainiert täglich, man hullert täglich, man joggt oder wie auch immer und trotzdem passiert nichts. Ja, weil die Ernährung oftmals nicht stimmt. Und ich habe schon öfter gehört, dass einige sich nach dem Training belohnen, ne, mit einem Snack oder Süßgetränk. Also die Kalorien, die du eben verbrannt hast, sind wieder drauf. Man sagt nicht umsonst, Abnehmen beginnt zu 70% in der Küche. Das bedeutet nicht, dass die 30% Sport unwichtig sind. Im Gegenteil, es macht dich fit, es hält dich gesund. Aber Abnehmen schaffst du nicht nur alleine, weil du regelmäßig hullerst oder so. Also du musst schon auf deine Ernährung setzen oder du musst deine Ernährung so anpassen, dass du langfristig Fortschritte sehen kannst. Ich habe alleine mit Hula Hoop circa 10 cm Körperumfang verloren, ohne Diät. Bedeutet aber nicht, dass ich mich ungesund ernährt habe. Im Gegenteil, ich habe auf eine gesunde und bewusste Ernährung geachtet, weil sonst würde ich heute noch hullern. Ich hulle heute noch. Aber es ist schon wichtig, dass man auf die Ernährung achtet, damit man auch wirklich seine Erfolge sieht. Wer von euch kauft regelmäßig Leitprodukte ein? Leitgetränke, fettarme Joghurts, Zuckerersatzprodukte, weil ihr denkt, es sei die richtige Wahl? Oder gesündere Wahl vor allem. Ich kann euch sagen, das ist oftmals das Gegenteil. Zum Beispiel ein fettarmer Joghurt hat weniger Kalorien als ein Vollfettjoghurt, aber oft steckt extra Zucker drin, um den Geschmack auszugleichen. Also am Ende schießt es deinen Blutzucker nach oben und du hast öfter Heißhungerattacken. Also ich kann euch empfehlen, auf unverarbeitete Lebensmittel umzusteigen. In meinem Kühlschrank befinden sich keine Leitprodukte, also kein Leitkäse oder kein fettarmer Joghurt. Wenn ich Cola trinke, dann wirklich Cola und keine Light-Cola. Klar, alles in Maßen mag ich übrigens auch gar nicht, aber Coca-Cola ist eben Coca-Cola, ne? Ein weiterer Faktor ist auch Schlaf. Zu wenig Schlaf sorgt dafür, dass der Körper mehr Cortisol produziert. Das Stresshormon, das dafür sorgt, dass wir am Ende auch mehr Fett anlagern, besonders am Bauch. Und vor allem macht zu wenig Schlaf hungrig. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr nicht genug geschlafen habt, irgendwie 4 oder 5 Stunden, dass ihr automatisch mehr Appetit auf Süßes habt, wie Zucker, ne, Süßigkeiten, egal, Fastfood, weil der Körper die Energie braucht oder die Energie holen möchte. Von daher ist es immer empfehlenswert, 7 bis 8 Stunden zu schlafen. So habe ich es mal gehört, schaffe ich aber auch nicht immer. Wenn ihr abnehmen wollt, vergisst die ganzen Crash-Diäten, Verzicht oder Frustgeschichten und achtet auf eine ausgewogene Ernährung, ne? Dass man sich mit der Ernährung auch auseinandersetzt. Ich glaube, dass man sich manchmal damit nicht beschäftigen will. Wenn ihr bis hierhin gekommen seid, schreibt mir doch mal in die Kommentare, woran es bei euch scheitert. Dranbleiben lohnt sich, Leute.
dranbleiben, lasst euch nicht entmutigen. Ich drücke euch die Daumen, hier die 2, dass ihr eure Fortschritte und Ziele verwirklicht. Jeder Schritt zählt, egal wie klein er ist. Bis bald, tschüss!